Sometimes I wonder whether I have to be on my own to be able to listen to my heart, because as soon as I'm surrounded by others, I can only hear my mind, the voice of my mind. Manchmal denke ich, es ist wichtig, alleine zu sein, weil wenn ich in Gegenwart von anderen bin, meine ich kriege das nicht so auf die Reihe. And what is that mind saying? Was sagt dein Verstand? Very critical. Das ist sehr kritisch. For example, my mind told me to leave this room. Zum Beispiel hat mein Verstand mir gesagt, diesen Raum hier schnell zu verlassen. Maybe you should have left. Vielleicht hättest du wirklich gehen sollen. It could be that from a true space you realize, hey, it's not for me to be here. Es hätte sein können, dass von einem echten Standpunkt, von der tiefen Wahrheit her, es richtig gewesen wäre, wenn du hier gegangen wärst. Or you can just see that it's a resistance of the old you. Oder du kannst bemerken, das ist ein alter Widerstand, das alte Du, das gerne weggegangen wäre. So this is, I believe, is true wisdom, to start to differentiate when we're in the heart and when we're in the mind. Das ist dann die wahre Weisheit, in der Lage zu sein, zu differenzieren, ob wann wir im Herzen sind und wann wir im Verstand sind. And this comes with, it's like a fruit that is becoming ripe. Just with time, with wisdom that you're developing, you become more and more in tune. Just like playing a musical instrument. You become more and more in tune with yourself. Das ist dann so wie eine reifende Frucht, die sich immer mehr dieser Sachen bewusst wird und dann halt, es ist so ungefähr wie ein Instrument, das man übt zu spielen und immer besser wird und immer mehr in Einklang ist mit der Wahrheit. But let's go back to your mind and the people. Lass uns mal kurz zurückgehen zu deinem Verstand und zu den Menschen. You say the mind is critical. Du sagst, dein Verstand ist sehr kritisch. What is it protecting with the criticism? Was schützt es damit, mit dieser Kritik? Why is it so critical? Ja, warum ist es so kritisch? What happens if he'll give up? What's the risk? Was würde passieren? Was riskiert? What's the risk of being true? I got the impression that my mind supports the fear, and that the risk would be being naked from the others. Ich hatte so den Eindruck, das Risiko ist, einfach nackt vor allen dazustehen. Being exposed. Being exposed, yes. And the risk would be being hurt by the others. Und die Gefahr scheint mir zu sein, von den anderen dann verletzt werden zu können. Take the risk. Nimm einfach das Risiko an. Investigate. Erforsche es. If you really want to live. Ob du wirklich leben möchtest.
Give yourself a break, slowly, slowly. Investigate your fears. Entspann einfach, ja, mach Pause und langsam, ganz zärtlich mit dir selber erforschen es. And you'll see that what you think can get hurt is just a memory. Wenn du das erkennst du, dass es nur eine alte Erinnerung ist. It would feel very real. Es wird sich sehr wirklich anfühlen. Sehr, But if you stay there, if you won't escape, if you really stay there, then a bigger space that is you would open up, a silent space. Wenn du wirklich da bleibst, dann wird sich da ein anderer Raum, der wirklich du bist, öffnen. And that pain will start to evaporate. Und diese Schmerzen werden dann sich auflösen. The pain will even be joyful. Der Schmerz wird sogar freudvoll sein, lustvoll, Because it's leading you to your true self. weil es dich zu dir, deinem wahren Selbst hinführt. Because you know you're true. Weil du weißt genau, du bist dann wahrhaftig. You're not escaping. Du fliehst nicht mehr. Can you give a little bit of practical advice also on staying in this silence or now moment? Because sometimes the contractions are huge. When it's, for example, I remember he was asking a question in Ibiza, like half a year ago, about headaches. If it's about physical pain, then usually you are completely distracted from the now moment, and you're attracted or distracted by this pain. I mean, if it's emotional pain, it's the same thing. It's very powerful, and it's very difficult to stay in the silence. And can you give a practical advice? How did you do that during your process of getting in touch with the silence when it's overpowering the emotional, physical sensation or whatever that withdraws you out of that now moment? Just don't escape. Don't deny, don't escape. You can see there's a habit of the mind that when there's discomfort, you deny, you reject. Don't reject. Discomfort, oh, it's not good. Pain, oh, it's not good. Forget now about looking for the silence. Just don't reject, and this will already put you in the point of the watcher. Of course, some pains are and emotions are more difficult, but the more you stay there, the deeper the space opens beyond that. And you see that with time, you can handle the situation better. It is the fear of the discomfort that makes you lose yourself. It's the fear. And then you reject. And then you reject yourself. Können Sie das letzte übersetzen? Ich fange jetzt wieder an. Did I make myself clear, or you need No, that's okay. clear.
But I was wondering whether you have, I don't know whether you can answer that, is it something practical that you, is it really something, when you're put in that situation, is it something that you do? You just don't reject. You don't reject it. Yeah. Da war die Frage, gibt es praktische Hinweise, ganz praktische Hinweise, wenn ich Schmerzen jeglicher Art verspüre oder so, was könnte Armin dann empfehlen? Und er sagte, prinzipiell, er hat lange ausgeführt, aber prinzipiell ist es nicht wegzudrücken, ja, nicht. Es ist einfach erleben und damit sein. If you ask me what I did personally, is I didn't reject. I realized that rejecting was more painful than being with the pain that is. Also persönlich habe ich das erlebt, als es da war, und ich habe gemerkt, dass das Wegdrücken noch schmerzhafter war, als diesen Schmerz zu durchleben, zu erfahren. Did you stay engaged in the life process, or did you withdraw and be in silence in a room or something to Hast du dich research what was going on, or I did both. you did both? Hast du dich zurückgezogen, als das dann der Fall war, oder bist du im Leben geblieben? Und mit einem antwortet Armin, ich habe beides gemacht. I would go in the morning, sit on the bench for a few hours. Bin dann morgens rausgegangen, saß auf der Bank für ein paar Stunden And put all my attention into whatever was happening. und habe all meine Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was gerade passierte. And then sometimes understandings will come, sometimes not. Und manchmal kam das Verständnis und manchmal nicht. And then I realized in daily life, suddenly I realized that it used to surprise me out of nowhere. Suddenly some understandings will come into that issue when I would do something that would bring it up. Suddenly there was some higher intelligence that gave me wisdom. Und manchmal im täglichen Leben kam dann so eine Art höhere Intelligenz, die mir dann diese Weisheit gab, das zu verstehen. And then I realized that it's really all about the attention. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, diese Aufmerksamkeit. If you have an attention to a certain to a certain obstacle that you want to go through, Wenn du deine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt richtest oder auf eine bestimmte Sache, durch die du gerade durchgehst, then the wisdom also comes. dann kommt auch diese Weisheit, dieses Wissen darum. It's to really be focused and attentive on one thing. Genau seine Energie und sein alles darauf richten und darauf fokussiert zu sein. Be really focused to see how your limitations are manifested. What is happening when they're manifested? Where are you when it happens? To be really focused. Genau darauf seine Aufmerksamkeit richten und zu sehen, wo die Begrenzungen sind und da immer wieder hinzugucken und genau da zu sein, damit alle Aufmerksamkeit darauf richten. It is really to lead yourself to freedom. You have to do the walking yourself. Es ist wirklich selber sich zu befreien und wir haben unseren Weg zu gehen. Wir können es machen. It's so easy to sit in satsang or to come to a healer and to wait for the answers from him. Es ist so einfach, irgendwo in Satsang zu gehen oder zu Heilern zu gehen und dann darauf zu warten, dass er es oder sie es für uns macht. Of course, the guidance, one needs guidance, I believe. But
the actual work you have to do yourself. Natürlich können wir Hilfestellung bekommen und leichte Führung, aber die echte Arbeit, die können wir selber machen. And every human being has the ability Und jedes menschliche Wesen hat diese Möglichkeit, to develop the wisdom to guide himself. diese Weisheit zu entwickeln, sich selber zu führen, dahin zu führen und das zu machen. And yet use other people's guidance as well. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, anderer Leute Hilfestellung und Weisheiten zu nutzen. So it's that fine line of not being closed. I know everything. Es ist diese feine Linie, zu wissen, dass ich nicht alles weiß And not following like a sheep. und auch nicht blindlings wie ein Schaf allem zu folgen. It's to be right in there in between of being open and yet willing to listen. Es ist genau da dazwischen zu sein, zwischen offen sein und hinhören wollen. Being being open and willing to listen, and it could be that some things that the teacher is telling you that they're not suitable for you. Offen zu sein und genau hinzuhören, und es kann trotzdem sein, dass das, was der Lehrer sagt, nicht für dich bestimmt ist. And that's okay, Und das ist total in Ordnung, because you take what is right for you, weil du einfach das nimmst, was für dich richtig ist. because you're already leading yourself. Weil du natürlich schon dich selber führst. This is true self-mastery. Das ist die wahre Selbstmeisterschaft. This is where you truly see the magic in life happening. Das ist dann, wenn du die wahre Magie in deinem Leben erkennst, wie sie passiert. The beauty of becoming a free human being. Die wunderbare Schönheit, ein wahres menschliches Wesen zu werden. And of your own passion and wisdom. Und wie du in deiner eigenen, Mitgefühl, mit Passion, mit Leidenschaft und Liebe bist. That maybe was inspired by others. Das vielleicht von anderen initiiert wurde oder angeleitet, But came from yourself. aber es kam aus dir selber raus in Wirklichkeit. To be sincere now, or a little more sincere than I used to be, then I change behavior, I change thoughts, and then maybe I don't live up to the expectations that others have of me. Because they know me to be a certain way and they thought I would always be this way. Is there anything you can do to soften their feeling of loss, let's say, because they don't have the old Dharma anymore, because I've changed, or just a matter of that I stay sincere and Don't worry about them. They have their own lessons to learn. It feels so egotistical to not worry about them, but maybe it's the That's old me. conditioning. The word egoistic. We have to investigate what it really means. It was used and manipulated to control. Also weil sie sich geändert hat
der letzten Zeit, haben die anderen da Probleme mit und sie meint, das könnte eventuell egoistisch sein, mit sich und seiner Aufrichtigkeit zu bleiben. Und da sagt Armin, das ist, man sollte mal erforschen, was das Wort egoistisch eigentlich wirklich heißt. Es ist oft so konditioniert und missbraucht worden, zu manipulieren. Before a child has himself, there's a demand that he'll start to give. Bevor ein Kind sich selbst hat, hat es schon von außen hin, will man es schon zwingen zu geben. Be egoistic. Sei egoistisch. Then your giving will come from a true space. Dann dein Geben wird von einem wahren Punkt herkommen. Otherwise the giving is just look what you see around you. The giving is not real giving. Sonst ist das Geben nicht das, was es wirklich sein könnte oder sollte. Es ist kein echtes Geben. There's always an expectation, something back. Das sind dann immer so Erwartungen, vielleicht muss ich was zurückhaben. Because there's no fullness behind the giving. There's always some frustration. Da ist dann nicht die Vollheit dahinter, es ist immer so ein bisschen Frustration. The frustration of giving before you even have yourself. Diese Frustration, ich muss jetzt geben, bevor ich mich selber erstmal habe.